Ich freue mich sehr, dass ich heute Rolf Fonge zu Gast habe. Der Rolf ist ehemaliger Leichtathlet, dreifacher Schweizer Meister im 100-Meter-Sprint. Zuletzt hat er den Titel im 2012 geholt und heute ist Unternehmer. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Rolf. Hi. Hi. Für unsere Zuschauer, erzähl uns, was du heute machst. Ich bin Inhaber von der Fonge Performance. Ich habe letztes Jahr eine Firma gegründet, Fonge Performance. Dort ist der Schwerpunkt Speed und Performance im Fußballbereich. Also ich helfe Fußballer schneller, stärker und zweikampfstärker zu werden. Genau. Fußball. Jetzt habe ich dich introduced als Leichtathlet und Sprinter. Wie kommt es dazu, dass du heutzutage mit den Fußballern zusammen arbeitest? Ja, also ich habe meine erste Erfahrung mit einem Fußball vor 2 Jahren. 2022 habe ich mit meinem ersten Spieler angefangen zusammenzuarbeiten. Das hat sich mehr so ein bisschen zufällig ergeben. Das ist, seine Eltern sind gute Freunde von mir und haben mich gefragt, ob ich ihm ein bisschen zeigen kann, wie schneller zu werden. Und ist er schneller heute? Er ist schneller. Also im Fußball wird sehr viel auch mit Auswertungen gemessen, es wird sehr viel auch getestet. Und er ist immer so ein bisschen, in seinem Jahrgang immer so ein bisschen im Mittelmaß gewesen. Im Speed-Bereich und so etwa nach 3,5 Monaten war er in der Top 3 gewesen, in seinem Jahrgang. Und das hat mir so ein bisschen dort das erste Mal gezeigt, was für einen Mehrwert ich den Fußballer kann bringen. Und offenbar auch noch so wie eine kleine Lücke ist, dass man beim Sprint noch nicht angesetzt hat bei den Fußballern. Und du schliessest die jetzt mit Fonge Performance. Genau. Also, ja. Du bist selber Spitzenathlet gewesen. Ich habe gelesen, dass du über 2 Jahre sogar mit Usain Bolt und Johann Blake zusammen trainiert hast. Erzähl mir, mit diesen Spitzensportlern jetzt auch im Fußball, sind das andere Menschen oder sind die so wie ich und ja, jetzt nicht du? Oder ticken die ein bisschen anders? Andere Menschen, nein, sind es nicht. Wir sind alle... Ich würde sagen, wir sind alle irgendwo durch gleich. Es hat immer damit zu tun, irgendwie auch mit der nötigen Motivation, mit dem nötigen Talent, das es braucht und mit dem richtigen Mindset, das es braucht, um Spitzensportler können zu sein. Ich denke, das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Es gibt sehr viele talentierte Sportler da draussen, aber schlussendlich geht so der Unterschied vom Amateur zum Profi macht vielmals dann einfach auch Disziplin aus, dass man dort dann einfach richtig eingestellt ist, dass man auch an sich glaubt, auch ganz ein wichtiger Punkt. Ja, das sind so ein bisschen die Unterschiede, die es ausmacht. Die Unterschiede, die es ausmacht. Du hast jetzt gerade ein Mindset angesprochen, ein Thema, das man auch in den Medien sehr häufig liest in den letzten paar Jahren aufgekommen ist. Ist das etwas, wo du glaubst, das ist einfach gegeben oder kann man das lernen? Ich kann es lernen, glaube ich. Ich glaube, man kann sehr viel lernen. Und ich kann an allem daran arbeiten. Man braucht den richtigen Approach dazu. Wie jetzt auch bei meinem Thema, im Speed und Performance. Da ist jetzt ich mache das jetzt seit einem Jahr und auch für mich sehr viel Neues gelernt. Auch durch Kommunikation mit Trainern, mit Beratern, mit Vereinen. Und auch mit den Spielern selber, die zum Teil gar nicht daran glauben, dass das schneller werden könnte. Weil einfach ihnen das so gesagt wird, von den Trainern, von den Vereinen, entweder bist du schnell oder bist nicht schnell. Und ja, das sage ich dann schnell, es ist nicht so. Also mit dem richtigen Approach, jeder kann schneller werden. Das ist, im Fußball hat man immer so den Kylian Mbappé, das Maß aller Dinge, das ist der schnellste Fußballer. Aber jetzt nicht jeder kann der Kylian Mbappé werden, aber jeder kann schneller werden. Also von seinem eigenen Ausgangspunkt und sich an sich selber messen in dem Moment. Absolut, ja. Jetzt haben wir über Mindset geredet und individuelle Sachen. Ich habe dich jetzt aber gerade gehört, von Team und von Captains reden und so. Wenn du jetzt mit diesen Fußballern zusammenarbeitest und sie schneller machst, was ist da wichtiger, der Mindset vom Spieler selber oder dass er in einem guten Team oder sie in einem guten Team eingebettet ist? Also jetzt in meinem Bereich, die Spieler, die mit mir zusammenarbeiten, ganz klar der Mindset. Weil was ich den Spielern beibringe, ist, wo ich den grössten und schnellsten Hebel sehe, ist Biomechanik. Das heisst, der technische Approach. Da wird im Fußball noch sehr wenig dafür gemacht.
Und mit der richtigen Herangehensweise, mit der richtigen Anleitung führt es dazu, dass sich Spieler innerhalb kürzester Zeit können wirklich verbessern können. Es wird im Fußball viel von km/h geredet, von Topspeed km/h, und da ist immer so ein bisschen, wir sagen so ein bisschen, um die 37 km/h ist so ein bisschen das Top-Level, das läuft der Kylian Mbappé. Was sagst du, was sollte das Top-Level sein? Ich sage, es ist einiges mehr möglich. Also die Sprinter, der Usain Bolt ist jetzt zum Beispiel bei 44 km/h Topspeed gewesen. Mein persönlicher Topspeed war bei 41 km/h gewesen. Gut, das sind ein bisschen andere Voraussetzungen. Das eine ist auf der Bahn, das andere ist auf dem Rasen. Aber nichtsdestotrotz, es ist so viel möglich. Die einen Spieler mit mir, die haben sich innerhalb von einer Stunde um 1 km/h verbessern. Also das zeigt, was ist möglich. Und da braucht es die richtige Anleitung dazu. Und da braucht es dann auch die nötige Disziplin dazu, um die Sachen umzusetzen. Also all meine Kunden, die kommen gewisse Hausaufgaben über, wo sie, wenn möglich, jeden Tag ein bisschen Zeit investieren. Das ist nicht viel, das kann man gut im Fußballalltag integrieren, aber das ist notwendig, um da besser zu werden. Die Regelmäßigkeit und die Routine, die es am Ende des Tages ausmacht. Genau, das ist so. Du hast jetzt vorher gerade gesprochen darüber, wie schnell das einige grosse Fortschritte gemacht haben. Ist das auch zurückzuführen darauf, dass das sehr viele technische Kleinigkeiten sind, wo man vorher gar nicht daran gedacht hat? Das ist so, ja. Also da hat es viel Potenzial, das man noch rausholen kann. Sehr viel Potenzial. Und eben, das ist so der Unterschied, was kann es ausmachen. Aber man muss sich denken, der Fußballer muss schlussendlich Fußball spielen. Das ist der Speed-Bereich, Schnelligkeitsbereich, ist ganz ein wichtiger Punkt. Also Fußball ist sich extrem an entwickeln. Fußball ist heute nicht mehr gleich, wie er vor 10 Jahren war. Und die Entwicklung ist steigend. Also ich sage, in den nächsten 10 Jahren wird es nochmal ganz anders aussehen. Müssen es auch noch Leichtathleten sein, nicht nur gute Fußballer? Sag ich, ja. Also das ist so ein bisschen meine Vision, die ich habe. Und ich sage, Fußball ist die grösste Sportart auf der Welt. Und ich sage, da ist so viel Potenzial, wo der Fußball an sich, redet vom internationalen Fußball auch, wo sich noch nicht bewusst ist. Und das ist meine Motivation, das ist mein Approach zu das Ganze, zum da den Mehrwert aufzeigen und zum Spieler können die Möglichkeit geben, sich da zu verbessern. Weil zum Teil ist es so, dass es gibt ganz viele gute Fußballer, aber nur schon jetzt auch hier in der Schweiz, zum Teil ist es vom Amateur zum Profi, ist der Punkt, der fehlt. Das ist das Physische, das ist der Speed, das einfach zum können auf den nächsten Step können zu kommen. Und da gebe ich die Plattform. Talking about next step. Ich möchte das Thema wechseln. Und zwar bist du selber Spitzensportler gewesen, heute bist du Unternehmer. Man hört immer wieder die Geschichten von auch Fußballer, Leichtathleten, Sportler allgemein. Was machen sie nach der Karriere? Erzähl uns etwas darüber. Ist für dich von Anfang an klar gewesen, dass du das Thema Leichtathletik mit in deine berufliche Karriere mitnehmen wirst? Ja, ich glaube schon. Also nach meiner Karriere 2016 war mein letztes Rennen. Ich habe dann nachher lange Fitnessstudios geführt. Aber für mich war klar, das ist vorübergehend für mich. Ich habe immer schon gewusst, ich möchte selbstständig sein, etwas aufbauen. Fußball war aber nicht der erste Gedanke. Also Fußball habe ich bis vor etwa 1,5 Jahren noch nicht gewusst, dass ich möchte Vollzeit im Fußballbereich arbeiten. Das hat sich dann so ergeben. Aber ich habe vor etwa 1,5 Jahren so ein bisschen auch für mich müssen so ein bisschen in mich gehen und so sagen, hey, wo möchte ich hin? Weil eben, ich habe dann jetzt jahrelang habe ich Fitnessstudios geführt, das ist ein bisschen anderes Klientel. Und wir müssen überlegen, will ich selbstständig, möchte ich im Fitness-Gesundheitsbereich einfach so bleiben, möchte ich im Sportbereich bleiben, im Sportbereich wo genau. Aber meine Leidenschaft war immer schon Speed gewesen. Das Thema begleitet mich auch jetzt nach meiner Karriere. Ich setze mich extrem mit dem auseinander. Und das ist so ein bisschen, ist und bleibt meine grösste Leidenschaft. Und das ist für mich, ist mir dann klar geworden, das möchte ich weiterhin fördern. Und ich glaube, da ist das grösste Know-how, das ich auch weitergeben kann. Und das ist muss sicherlich ein Punkt sein für meine zukünftige Tätigkeit.
Und dann ist so ein bisschen, habe ich mir so ein bisschen überlegt, ja, und wie möchte ich das genau machen und in welchem Bereich. Und dann ist Fußball dann ziemlich naheliegend gewesen, durch die Erfahrung 2022 mit meinem ersten Spieler. Und dann hat es aber noch mal ein Jahr gebraucht, bis ich mich dann wirklich dafür entschieden habe. Ja. Aber dann ist es klar gewesen. Hast du in diesem Prozess dich auch beraten lassen oder hast du das ganz allein für dich im stillen Kämmerlein entschieden? Ja, ich habe mich mit Freunden austauscht. Ja, es ist zuerst so ein bisschen Hin und Her gewesen. Es sind vielleicht 2, 3 Optionen gewesen. Fitness, Gesundheit, auf dem Bereich bleiben, wo ich jetzt jahrelang gearbeitet habe, oder in den Sportbereich gehen. Weil es ist natürlich so, dass im Fitnessbereich kann man sich ein bisschen vorstellen, okay, wir machen wieder ein eigenes Fitnessstudio und da gibt es sehr viele auch Vorlagen, die vorgelebt werden. Okay, so könnte etwa meine Karriere aussehen oder so könnte mein Geschäft aussehen, so könnte ich das aufbauen. Und was ich jetzt mache, ist viel so ein bisschen ungewiss gewesen, oder auch von dem ganzen Prozess, wie mache ich das? Also, hat dir da Beratung auch ein bisschen Sicherheit gegeben, dass du dich im richtigen Feld bewegst? Ja, also Beratung jetzt meinst du mit einem Austausch mit den Freunden? Das sicherlich auch, aber vom Geschäftsmodell ist es gleich noch so ein bisschen unsicher gewesen. Aber ich habe mir dann so ein bisschen aufgeschrieben, okay, was sind Punkte, die wichtig sind für mich. Und für mich ist wichtig, dass ich etwas auch in einem Online-Bereich kann anbieten. Also ich arbeite heute in einem gewissen Hybridmodell. Ich mache das online und offline. Ich betreue Spieler physisch 1:1, betreue Spieler aber auch 1:1 online. Also man muss sich das so ein bisschen so vorstellen. Das habe ich zuerst auch nicht gewusst, wie ich das umsetze. Das ist einfach durch so eine Idee entstanden, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt gewisse Spieler, die betreue ich online über Zoom. Also das heisst, die Spieler nehmen ihr Handy und ein Stativ mit auf den Platz, filmen sich von der Seite und ich mache dann Sprinteinheiten, Speedeinheiten. Ich sehe sie und sie hören mir. Also sie haben ihre AirPods drin und ich coache sie so übers Ohr. Okay, wow. Und wie gesagt, eben der technische Bereich, Biomechanik, kann ein extrem schneller Hebel sein. Und das führt dazu, es sind die einen Spieler, betreue ich jetzt seit einem Jahr 1:1, haben sie noch nie persönlich gesehen, weil sie im Ausland spielen. Aber die haben irgendwo im Mittelmaß angefangen, ihre Mannschaft, und die ist jetzt der Schnellste in seinem Team. Das sind natürlich so Stories, wo mich in meiner Tätigkeit nochmal bestärken und mir so ein bisschen zeigt, dass ich glaube, das richtige Macht gefunden habe für mich. Wo ich einen Dienst der Fußballwelt geben kann. Genau. Dann bin ich sehr gespannt, wie die Fußballwelt Speed aufpicken wird in den nächsten Jahren, dank deiner Coaching-Tätigkeit. Herzlichen Dank, Rolf, dass du da bist. Ich wünsche auch für Funke Performance, dass du dort ganz viel Gas noch geben wirst in Zukunft.